36.000 Afghanen in Deutschland. Ohne echte Sicherheitsüberprüfung. Während der Staat versagt, wird weiter eingesammelt, versprochen und alles verharmlost. Willkommen im Baerbock-Ministerium. Hey Leute, willkommen in der Realität. Ein neuer Bericht offenbart, nur rund 4.800 Afghanen wurden überhaupt vollständig überprüft, von mehr als 36.000. Der Rest eingereist ohne Kontrolle. Gefälschte Papiere, kein Problem. Sicherheitsbedenken, egal. Und das Beste, Baerbocks Ministerium behauptet sogar, die Aufnahme sei verbindlich. Klingt nach einem echten Vertrauensbeweis, oder? Auf geht's! Ein neuer Bericht der Bild-Zeitung bringt ans Licht, was viele befürchtet haben. Die Sicherheitsüberprüfung von afghanischen Flüchtlingen wurde jahrelang grob vernachlässigt. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden von insgesamt 36.186 Afghanen, die über verschiedene Aufnahmeprogramme nach Deutschland gekommen sind, nur etwa 4.800 vollständig überprüft. Das bedeutet, über 30.000 Menschen wurden ohne vollständige Identitätsprüfung und ohne ein umfassendes Sicherheitsinterview ins Land gelassen. Laut Innenministerium wurde bei einem Großteil der Fälle auf die Dokumentationsprüfung durch Visumberater der Bundespolizei und auch auf das Sicherheitsinterview an der deutschen Botschaft in Islamabad verzichtet. Diese Praxis lief über mehrere Jahre, offenbar ohne nennenswerte Konsequenzen. Erst 2023 wurde das Verfahren kurzzeitig ausgesetzt, nachdem zu viele gefälschte Papiere aufgetaucht waren. Danach wurde das Sicherheitsinterview zur Pflicht, aber nur für neue Fälle. Die alten Verfahren blieben bestehen. Das bedeutet auch, wer bereits eine Aufnahmezusage hatte, konnte in der Regel trotz fehlender Prüfung ein Visum beantragen und damit nach Deutschland einreisen. Wörtlich heißt es vom Ministerium, die Aufnahmezusage ist auf 2 Jahre befristet und ermöglicht den Personen, ein Visum zur Einreise an einer deutschen Auslandsvertretung zu beantragen. Die Kontrolle, ob der Antragsteller überhaupt echt ist und keine Gefahr darstellt, findet erst später statt. Und falls das Visumsverfahren scheitert oder Zweifel auftauchen, dann kann die Aufnahmezusage widerrufen werden. Aber auch hier ist eine Klage gegen den Widerruf jederzeit möglich. Kurz gesagt, der deutsche Staat macht verbindliche Zusagen, ohne vorher genau zu wissen, wer da eigentlich kommt. Und im Zweifel klagen sich die Betroffenen einfach ins Land. Was hier abläuft, ist keine Büropanne. Es ist ein sicherheitspolitisches Desaster mit Ansage. Während die Bürger auf Sicherheit, Ordnung und Kontrolle vertrauen, entscheidet das Auswärtige Amt unter Baerbock erst einladen, später prüfen. Eine vollständige Überprüfung kommt vielleicht irgendwann oder auch nicht. Dass über 30.000 Menschen mit teilweise gefälschten Papieren ungehindert durch das System rutschen konnten, ist dabei nur ein Symptom. Die Ursache ist politische Ignoranz gepaart mit ideologischer Verblendung. Die Grünen wollen menschlich wirken um jeden Preis. Und dieser Preis wird von allen gezahlt, die in diesem Land leben, mit Unsicherheit, Überlastung und wachsendem Misstrauen. Baerbocks Ministerium nimmt Warnungen nicht ernst, reagiert zu spät und verkauft das Ergebnis als geordnetes Verfahren. Zitat: Die Aufnahmezusage ist verbindlich. Verbindlich? Selbst wenn man nicht weiß, wer die Person überhaupt ist? Selbst wenn sich später herausstellt, dass Dokumente gefälscht sind, soll der Rechtsweg das regeln? Willkommen in Deutschland 2025. Du brauchst keinen Pass, keinen echten Namen, nur eine gute Geschichte und etwas Geld. Und während hier Minister zurücktreten müssten, zieht Baerbock einfach weiter zur nächsten Konferenz, zur nächsten Panne. Doch eins ist klar: Wer Menschen ohne Kontrolle einreisen lässt,
hat die Kontrolle über das Land längst verloren. Und das Schlimmste daran, es ist politisch gewollt und wird von der Regierung auch noch verteidigt. Man muss es ganz klar sagen, Annalena Baerbock steht sinnbildlich für eine Politik der Verantwortungslosigkeit. Außenpolitisch ein einziges Chaos, ob diplomatische Blamagen in der Welt. South Africa's path to freedom has been a beacon of hope, inspiring men and women around the world. Falsch verstandene Moral oder ihr peinlicher Umgang mit China, Russland oder Indien. Baerbock liefert eine Katastrophe nach der nächsten. Genau das Wissen und die Kraft unserer transatlantischen Geschlossenheit, die Unverbrüderlichkeit unseres Bündnisses und die Stärke unserer liberalen Demokratien. Und heißt, dass wir die Sorgen unserer mittel- und osteuropäischen Nachbarn ernst nehmen. Deswegen verstärken wir gemeinsam unser NATO-Engagement. Solidarität heißt aber auch, und das ist für mich wichtig, dass es mehr bringt als nationale Abschotzung. Nach dieser Krise wird diese Welt eine andere sein. Es ist an uns. Wir haben es in der Hand. An der Kontaktlinie in der Ostukraine. Und ich stand dort, hinter mir im Rücken ein zerstörte Kinder, die man morgens zur Schule springt, ganz unbedarft, in großer Hektik manchmal. Und wie real diese Sorge ist, dass es dann hunderte Verletzungen des Waffenstillstandes gegeben hat. An einem friedlichen Alltag für Aufmarsch eine absolut... Doch innenpolitisch wird es gefährlich. Denn hier geht es nicht nur um Peinlichkeit, hier geht es um echte Sicherheitsrisiken. Und obwohl dieser neue Bericht den wohl deutlichsten Beleg für Staatsversagen liefert, bleibt alles beim Alten. Keine Entschuldigung, kein Rücktritt, kein Umdenken. Im Gegenteil, das Ganze wird als Verantwortungsroutine verkauft. Die Aufnahmezusage ist verbindlich, sagt das Ministerium. Und gleichzeitig erklärt man, eine vollständige Überprüfung kann später erfolgen. Wenn also das der neue Standard ist, dann kann sich Deutschland bald auf einiges gefasst machen. Baerbock hat das System nicht nur überfordert, sie hat es aktiv mit unterhöhlt. Und solange niemand sie dafür zur Rechenschaft zieht, wird sich daran nichts ändern. He can decide that he changes his course by 360 degrees tomorrow. Diese Regierung hat den Überblick verloren. Ein Staat, der nicht mehr weiß, wer ins Land kommt und das noch verbindlich erlaubt, ist nicht handlungsfähig. Und Annalena Baerbock, sie steht wie kein anderer für das, was hier schiefläuft. Verantwortung abgeben, Chaos verwalten, schönreden, weiterlächeln. Aber gut, vielleicht ist das ja nur wieder ein Einzelfall im besten Deutschland aller Zeiten. Wenn du willst, dass solche Themen sichtbar bleiben, dann like, teile und kommentiere dieses Video. Und wenn du sagst, das geht so nicht weiter, dann unterstütze diesen Kanal. Der Link ist in der Beschreibung. Wir sagen, was andere verschweigen.